Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Semovente M42 75-18 von Itellery im Maßstab 1:35. Als dieser Bausatz Anfang des Jahres 2020 angekündigt wurde, gab es große Hoffnungen, dass es sich dabei um eine gänzlich neue und aktuelle Bausatzform handeln würde und nicht wieder um die x-te Neuauflage des bereits seit 1973 bei Itellery erhältlichen Bausatz-Urgesteins. Diese Hoffnungen wurden aber auf den ersten Blick völlig zerschlagen, als sich zeigte, dass im Grunde nur der Innenraum und die Wanne des Fahrzeugs etwas überarbeitet wurden, was viele, mich selbst eingeschlossen, zunächst vom Kauf des Bausatzes abgehalten hat. Aber ganz so einfach ist es wiederum auch nicht, denn an dem Bausatz ist mehr neu, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Es handelt sich hierbei nämlich um die Variante M42, die es bisher nicht als Plastikbausatz gab. Nun werdet ihr euch vielleicht fragen, wo denn da genau der Unterschied liegen soll zu den vorausgegangenen Bausatzvarianten von Itellery, aber auch von Tamiya zum Beispiel, die seit den 1970er Jahren auf dem Markt herumgeistern. Die alten Bausätze stellen Fahrzeuge der Baureihen M40 und M41 dar, die sind nahezu identisch. Was wir allerdings hier vor uns haben, ist die Variante M42, bei der die Wanne und das Motordeck deutlich länger waren, um Platz für einen anderen Motor zu schaffen. Itellery ist also hier im Grunde denselben Weg gegangen wie die Konstrukteure des echten Fahrzeugs. Die alte gepanzerte Kasematte und die Fahrwerkskomponenten wurden beibehalten, die Wanne, der Innenraum und das Motordeck aber neu gestaltet. Und so ergibt sich ein halbneuer Bausatz eines Fahrzeugs, was es eben bisher nicht auf dem Markt gab. Das waren für mich vernünftige Argumente, um mir den zuerst als billige Neuauflage abgetanen Bausatz zu holen und ihn auch in dem Video näher unter die Lupe zu nehmen. Jetzt noch ein paar Worte zum Original. Inspiriert durch den großen Erfolg des deutschen Stuck 3 Sturmgeschützes im Frankreich-Feldzug fiel auch in Italien die Entscheidung, ein ähnliches Fahrzeug zu entwickeln. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein Sturmgeschütz ist billiger herzustellen, hat eine niedrige Silhouette, kann stärker gepanzert werden und kann auch eine starke Bewaffnung tragen, da man nicht durch einen Turmdrehkranz in Bezug auf den Durchmesser und die Stabilität eben eingeschränkt ist. Während die gängigen italienischen Panzer im Zweiten Weltkrieg schwach bewaffnet und dünn gepanzert waren, war die Semovente im Vergleich dazu ein richtiges Bollwerk mit einer 75 mm Haubitze und einer Panzerung von bis zu 50 mm. Die Italiener haben diese Fahrzeuge auch mit Erfolg in Nordafrika eingesetzt, wo sie bis zum Ende des Jahres 1942 auch einigermaßen konkurrenzfähig blieben. Die Variante M42 wurde ab Anfang 1943 gebaut und basierte auf dem Fahrgestell des M15-42 Kampfpanzers, wodurch sich eben die verlängerte Wanne des Fahrzeugs ergibt. Eingesetzt wurde die Semovente M42 von den Italienern auf Sizilien und dem italienischen Festland, um den alliierten Landungen zu begegnen, sowie in den kurzen, aber dafür heftigen Gefechten gegen deutsche Truppen im September 1943, die den schlecht vorbereiteten italienischen Bemühungen um eine Kapitulation bzw. eines Seitenwechsels folgten. Nach der Entwaffnung eines Großteils der italienischen Armee gingen auch viele dieser Sturmgeschütze in deutschen Besitz über. Die Produktion der Semovente M42 lief unter deutscher Besatzung sogar noch eine Weile weiter. Einige dieser Fahrzeuge blieben auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der italienischen Armee bis ins Jahr 1955 aktiv. So viel dazu. Jetzt schauen wir uns den Bausatz mal näher an. Der Karton ist im typischen Itellery-Format, relativ groß, auch einigermaßen stabil, wobei da gibt es auch Besseres, aber ich denke, das ist ausreichend. Hier dann auf dem Deckelbild sehen wir Top Kit New Molds. Ja, das stimmt nicht so ganz. Ja, es ist nicht alles neu an dem Bausatz. Finde ich auch nicht gut, dass man das hier so drauf schreibt, weil das einfach suggeriert, dass das hier was ganz Neues ist. Stimmt eben nicht so ganz. Ja, der Deckel ist hier nach oben hin zum Abnehmen. Dann haben wir hier die Bauanleitung und die Bauteile. Die Spritzlinge sind meistens hier zu zweit eingetütet. Fotojetzteile hier auch mit einem Stück Karton geschützt, damit sich das nicht so leicht verbiegt oder beschädigt wird. Und die Abziehbilder
die sind überhaupt nicht eingepackt. Das finde ich nicht so schön, weil das ist im Grunde das empfindlichste hier, gerade was Feuchtigkeit betrifft. Also gerade da sollte man eigentlich einen Beutel rummachen. Die Plastikteile, ja, eher sekundär, finde ich. Naja, so ist es eben. Ich denke, das ist eine ausreichende Verpackung. Könnte besser sein, aber ist okay so. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung näher an. Die ist sehr großformatig, wie man das von Iteleri auch kennt. Finde ich nicht immer ganz so praktisch, aber so ist es eben. Dann haben wir hier etwas Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug in mehreren Sprachen. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Russisch. Immer schön, wenn man das dabei hat. Und dann hier eine Teileübersicht. Wie man sehen kann, der Bausatz ist jetzt nicht übermäßig umfangreich. Die Spritzlinge A und C sowie die Ketten, die stammen vom alten Bausatz. Neu ist hier der Spritzling B, E und die Fotojetz-Teile. Also wenn man sich das hier so mengenmäßig mal anschaut, dann würde ich mal sagen, dass ungefähr die Hälfte des Bausatzes wirklich neu ist und der Rest ist alt. Aber wie sich das dann genau äußert, das schauen wir uns ja jetzt an. Hier haben wir dann noch eine Farbtabelle, die ist relevant für den Zusammenbau, also vornehmlich die Lackierung des Innenraums. Für die Bemalungs- und Markierungsvarianten haben wir eine eigene Farbtabelle. Bezieht sich hier nur auf die Acrylfarben von Iteleri. Ja, dann geht hier der Zusammenbau los mit der Unterwanne. Hier bauen wir so eine Art Kühler ein, sieht zumindest so aus. Fahrersitz mit den Steuerknüppeln, das sieht auch noch aus wie ein Sitz. Getriebe, Munitionsbehälter, also das ist alles auch neu. Also da ist jetzt nichts dabei vom alten Bausatz. Dann hier die Seitenwände der Wanne. Da sollen wir hier noch so Angüsse entfernen, Löcher bohren. Ja, nichts Weltbewegendes, würde ich mal sagen. Dann hier das Fahrwerk. Das müsste eigentlich zum Großteil, wenn nicht sogar komplett, aus den alten Teilen bestehen, wobei das nicht so ein Problem ist. Ich habe vor 2-3 Jahren den M14-41 Panzer gebaut, der hat die gleichen Teile und obwohl das uralt ist, sah es eigentlich am Ende ganz gut aus. Also ja, ich denke, das ist durchaus vernünftig, dass Iteleri das hier so recycelt. Ja, hier dann Stützrollen, Leitrad, Triebrad hier mit diesen großen zusätzlichen Zähnen außen auf dem Zahnkranz drauf. Sollte verhindern, dass die Kette leicht abspringt. Da muss man aufpassen. Ich habe viele Fotos gesehen von diesen M42 Sturmgeschützen, die diese Zähne nicht hatten. Also das ist, glaube ich, mehr so ein Merkmal der ganz späten Produktion, die vielleicht sogar schon unter deutscher Aufsicht dann durchgeführt wurde. Da muss man sich dann mit den Referenzbildern eben beschäftigen, was man darstellen möchte. Ja, hier dann die Rollwegen, relativ viele kleine Laufrollen zum Versäubern. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht unzeitgemäß, wie das dann am Ende aussieht. Also ich fand es eigentlich ganz okay. Dann hier die Ketten, Gummiketten wieder mal. Das ist doch etwas enttäuschend. Iteleri hat viel Mühe aufgewendet, hier die Wanne neu zu machen. Da hätten sie ja auch zumindest versuchen können, einige Segmentketten für uns neu zu designen. Es gibt ja auch Iteleri-Bausätze mit Segmentketten, also sie können das prinzipiell. Die sind zwar auch nicht der Hammer, aber auf jeden Fall besser wie diese uralten Gummiketten. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Hier wird dann auch darauf hingewiesen, in aller Deutlichkeit, muss man auch sagen, dass man die Ketten nur mit Sekundenkleber kleben darf und nicht mit dem normalen Plastikkleber, da sie sich da auflösen würden. Das ist etwas verwirrend, weil auf der Schachtel außen steht drauf, dass man diese Ketten eben schon mit dem normalen Kleber kleben kann. Also das ist jetzt nicht wirklich so eindeutig formuliert, fürchte ich. Ist schade. Ja, dann bauen wir hier das Motordeck ein und vorne die Panzerung. Ja,
Das müssten auch wieder alles neue Teile sein. Ja, Motordeck war da auch von der Optik her etwas anders bei diesen Fahrzeugen. Kommt ganz gut. Hier haben wir auch die Möglichkeit, das offen darzustellen. Die Getriebe haben immer leicht überhitzt und deswegen wurden die oft mit diesen Klappen in geöffneter Position gefahren. Ja, dann kommen hier die Schutzbleche noch ran. Staubkisten hier, Abgasanlage. Hier mit dieser Zusatzpanzerung, das ist auch so ein Merkmal dieses Fahrzeugs. Da scheint hier ein Plastikteil zum Einsatz zu kommen. Da wäre vielleicht auch Foto jetzt ganz nett gewesen. Ja, das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Hier auch mit den Ersatzlaufrollen, Staukisten und so weiter. Wobei das ist, glaube ich, optional. Dann hier weiter was für einen Innenraum. Noch diverse, was wird es sein, Funkgeräte, Staukkästen, Munitionsbehälter und so weiter. Und dann geht es hier an die Hauptbewaffnung und die Kasematte. Auch hier hätte sich Iteleri mehr Mühe geben können und auch das Hauptgeschütz einfach mal neu machen, neu designen. Das ist nämlich wieder das alte Teil. Ganz schrecklich, ja, besteht nur aus sehr wenigen Teilen, wie man sehen kann. Schrecklich detailliert, also völlig unzeitgemäß. Für die 70er und 80er Jahre ist es okay, aber nicht für heute, für 2022. Das ist nicht in Ordnung. Also da muss man auf jeden Fall, wenn man es halbwegs ernst meint, das Geschützrohr ersetzen durch ein Metallteil vornehmlich. Vielleicht gibt es da auch was aus Resin, aber das geht auf keinen Fall. Also unbedingt ersetzen. Genauso wie bei den Ketten eigentlich. Das sind zwei so No-Gos eigentlich. Ja, ansonsten ist das Ganze relativ einfach gehalten. Wir können hier die Luken offen darstellen. Sieht man auch viel vom Innenraum. Ja, große Luken, also das bringt auch wirklich was. Ja, ein paar so Kleinteile kommen hier noch ran, wie Scheinwerfer und Griffe. Hier auch noch einige so Zooösen und Befestigungen für Reservekanister. Ja, diverse Kleinteile hier, die Fahrersichtklappe kann man offen und geschlossen bauen. Abschleppseil liegt hier so als Plastikteil bei. Das ist auch alt, glaube ich, und nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Ja, und dann hier noch so allerlei Zubehör. Maschinengewehr, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auf vielen Fotos nicht gesehen. Müsste man abklären, ob da wirklich so eine lafettierte Waffe aufs Dach gehört. Ja, und hier noch so diverse Kleinteile. Und das war's auch schon. Ja, dann hier die Bemalungsanleitung. Wir haben insgesamt 4 Fahrzeuge zur Auswahl. Ja, das erste Fahrzeug war bei der Panzerjägerabteilung 278, bei der 278. Infanteriedivision, Ancona, Juli 1944, also ein deutsches Fahrzeug. Das zweite Panzerjägerabteilung 171, bei der 71. Infanteriedivision, Castelforte, auch Juli 1944. Das dritte Fahrzeug ist auch ein Beutefahrzeug, Panzerjägerabteilung 194 von der 94. Infanteriedivision in Italien. Und das letzte Fahrzeug ist ein italienisches, 9. September 1943. Also dieses Fahrzeug war involviert in den Kämpfen rund um Rom gegen deutsche Fallschirmjäger von der Division, Infanteriedivision Sassari. Also das ist relativ gut dokumentiert, diese Zusammenstöße. Kann man auch ganz interessante Dioramenszenen bauen, wenn man möchte. Ja, finde ich gut. Ja, insgesamt brauchbare Anleitung. Ich denke, die ist relativ übersichtlich. Ja, also da hat Iteleri eigentlich gute Arbeit geleistet. Schauen wir uns jetzt die Bauteile näher an. Hier der Spritzling A, ein alter Spritzling. Hier verwenden wir auch so gut wie alles, bis auf die Figur. Hier diese Abgasrohre und hier dieses Teil ist, glaube ich, für einen Kühler, was an Motordeck gehört. Der Rest
wird hier alles verwendet. Ja, wie gesagt, stammt aus dem Jahr 1973, aber für das Alter eigentlich ganz okay. Also hier die ganzen Laufrollen sind eigentlich schon recht schön detailliert. Klar, Angüsse müssen wir versäubern, da ist vielleicht auch ab und zu ein bisschen Grat und Fischhaut zu sehen. Da müssen wir durch. Das ist halt so. Ja, hier dann diese Rollwegen an sich. Kann ich jetzt detailmäßig auch nichts bemängeln. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und der Zusammenbau ist jetzt auch nicht so super kompliziert. Hier die Achsen ist auch relativ stabil, also da bricht auch nichts ab. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit neueren Bausätzen, zum Beispiel von Bronco, den 35T, der ja ein relativ ähnliches Fahrwerk hat, da ist das hier auf jeden Fall wesentlich pflegeleichter. Ja. So hat man Figuren gemacht in den 70er Jahren. Schauen wir uns gar nicht näher an. Wir haben hier auch einige Kleinteile, wie hier diese Zughaken und so weiter. Das sieht eigentlich schon ganz okay aus. Also man muss ja sehen, wie alt das ist. Von dem her ist es schon okay. Hier jetzt Leitrad, relativ viel Fischhaut dran. Aber das Teil ist relativ scharf abgesetzt alles. Also man kann das dann schon entsprechend mit einem Skalpell und so rausschaben. Triebrad, ja, Angüsse hier auf den Zähnen, das finde ich ganz okay. Passt. Wir haben hier noch entsprechende Löcher hier, wo man dann durchbohren kann, wenn man diese großen zusätzlichen Zähne aufsetzen möchte. Ja, ansonsten hier jetzt die Werkzeuge, das ist natürlich ein Witz, das ist nicht mehr zeitgemäß, sieht auch nicht wirklich gut aus hier mit den ganzen Grat und Fischhaut dran. Ja, also man sieht das Alter stellenweise schon, aber es ist auf jeden Fall noch verwendbar. Hier zum Beispiel diese Werkzeughalterungen, die sind wieder relativ hübsch, wobei hier das Auslösen der Teile, ohne dass die zerbrechen, gar nicht so einfach ist. Da also auf jeden Fall gut aufpassen. Ja, alter Spritzling, aber ich würde sagen noch verwendbar. Kommen wir zum Spritzling B, der ist komplett neu und hier finden wir die ganzen Wannenteile, Motordeckteile und auch einiges vom Innenraum. Ja, wie gesagt, das musste alles neu gemacht werden für dieses Fahrzeug, weil da eben die Wanne etwas länger war. Ja, schöne Nietköpfe hier auf jeden Fall. Oberfläche ist sehr glatt. Muss man dann schauen, wie das dann am Ende rauskommt. Das sieht so ein bisschen aus hier wie so Sinkstellen. Ist aber eigentlich egal, nachdem wir da ja das Triebrad drüber setzen. Ne, scharfe Nietköpfe hier. Also das ist schon zeitgemäß so. Das hier der Boden der Wanne. Unterseite ist hier gar nichts. Ich weiß aber nicht, inwieweit das so sein muss. Aber sieht man meistens eh nie. Auswerfmarken hier auf der Innenseite. Wobei das hier so aussieht, dass das meiste abgedeckt wird. Hier sitzt der Fahrer. Hier ist noch ein Sitz, Munitionsbehälter. Da sitzt dieser Kühler. Da vorne ist das Getriebe. Also ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht so das Thema störender. Ist es hier an den Seitenwänden. Die können wir nämlich sehen. Aber ja, hier sind jetzt keine Details, die wir irgendwie ruinieren würden. Deswegen, sage ich mal, ist es machbar, wenn man das rausschleift oder spachtelt oder wie auch immer. Ja, filigrane Teile hier. Sieht doch ganz hübsch aus.
Reservekanister. Das müssten ja deutsche Kanister sein, wenn ich das richtig sehe. Hier das neue Getriebe. Das ist natürlich echt eine Schau. Kann man auch wirklich gut sehen später durch die großen Luken auf dem Dach. Schutzbleche hier sind auch korrekt dargestellt. Hier mit diesen Verstärkungsrippen. Das war so eine meiner Befürchtungen, dass das nicht richtig sein könnte, aber auch daran haben sie gedacht. Innenseite ein paar flache Auswerfer. Ist aber nicht weiter schlimm. Motordeck. Ja, auch schön, also scharf detailliert alles, hier mit diesen Schlitzen. Passt, also das auf jeden Fall, würde ich mal sagen, durchaus auf der Höhe der Zeit. Gut gemacht. Der Spritzling C katapultiert uns wieder direkt zurück ins Jahr 1973. Das ist wieder ein alter Spritzling, von dem wir nicht allzu viele Teile brauchen. Hauptsächlich brauchen wir hier nur Teile der Kasematte und des Hauptgeschützes. Die anderen Teile wie die Figuren und einige Innenraumkomponenten brauchen wir hier nicht. Und das ist vielleicht auch besser so. Ja, schauen wir mal zuerst hier die Kasematte an. Ja, schöne Nietköpfe hier auf der Außenseite. Das passt eigentlich. Ja, hier haben wir so Sinkstellen im Material, auch hier unten. Das ist natürlich nicht schön für ja, einen Bausatz, der sich als neu ausgibt. Ja, das kann man schon beheben hier, aber schön ist es auf jeden Fall nicht. Innenseite, ja, keine Details, nur ein paar Auswerfer hier und da. Gut, das ist halt so, ist halt ein altes Teil und ich denke, man kann damit arbeiten, auch wenn es jetzt nicht das Allerschönste ist. Hier dann die dazugehörige Frontplatte, ja, auch schöne Nietköpfe drauf, scharf abgesetzt. Innenseite haben wir nur ein paar Auswerfer. Ja. Interessant ist hier, dass wir die Platte nicht nachbearbeiten müssen. Bei den früheren Varianten müsste man das eigentlich machen. Da müsste man hier so ja, eine feine Linie ziehen in der Mitte. Hat damit zu tun, dass bei den früheren Varianten diese Panzerplatte aus zwei Platten bestand, zwei 25 mm Platten, die eben übereinander angeordnet waren. Und da müsste eben so eine feine Fuge sein. Bei der M42-Variante war das tatsächlich dann eine solide 50 mm Platte. Also da müssen wir jetzt nicht nachbearbeiten. Worum wir uns aber schon kümmern müssen, ist die Haubitze. Das ist schon eigentlich ein ziemlicher Witz. Hier nur so zwei Hälften. Völlig unzeitgemäß und ja, eigentlich nur scheußlich. Also da ist eigentlich das Mindeste für jeden, der es halbwegs ernst meint, hier das Rohr zu ersetzen, am besten durch ein Metallteil oder Resin, weil so wie es ist, nee, das geht einfach gar nicht. Und vielleicht ist auch etwas zusätzliche Arbeit hier auf der Innenseite notwendig, dass man da vielleicht noch ein paar Details hinzufügt. Das muss ich noch klären, was da fehlt, aber ja, da kommt auf jeden Fall einiges an Arbeit auf uns zu, ja, und der Rest der Teile ist eigentlich ja, unerheblich, weil wir es eh nicht verwenden. Haben jetzt nur hier ein paar so ganz alte Figuren. Ja, gut, sind halt dabei. Aber die können wir auf keinen Fall verwenden. Ja, also bin ich jetzt nicht so ganz ekstatisch, wenn ich das sehe. Der Spritzling E ist wieder neu und hier finden wir einige Teile vom Innenraum, aber auch hier so Abgasrohre, Staukästen und so weiter. Und ich finde, das ist schon wieder zeitgemäß. Also die könnten schon, wenn sie wollten. Ja, hier die Luken am Motordeck.
Auswurf auf der Innenseite, aber gut, es gibt auch nichts zu sehen, was Motor angeht. Hier der Behälter für die Munition. Macht einen guten Eindruck. Wir bekommen hier auch 3 Granaten. Ja, ein bisschen Grat ist dran, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Abgasrohre sind hier so zweiteilig aus 2 Hälften bestehend. Ja, das geht. Und wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, hier diese Panzerbleche für die Abgasrohre, die wären aus Foto jetzt ganz schön. Liegen jetzt hier als ziemlich dicke Plastikteile bei. Ja, geht schon. Das ist hier noch so ein Staukasten. Kann man anscheinend auch offen darstellen. Ja, also das detailmäßig. Die Teile an den neuen Spritzlingen sind echt gut. Also da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Also die könnten schon, wenn sie wollten. Und ich finde, die Semovente wird es schon verdienen, dass man da wirklich mal von Grund auf einen neuen Bausatz macht. Das muss jetzt auch nicht Iteleri machen, das kann ja auch irgendeine andere Marke machen. Weil ich sehe hier schon noch etwas Spielraum nach oben, würde ich mal sagen. Dann haben wir natürlich noch die Gummiketten und es sind sogar hier 2 Sets dabei, warum auch immer. Ja, wie man sieht, Fischhäute dran, verbogen. Nee, einfach nur nee. Also geht einfach nicht. Das ist heutzutage nicht mehr in. Kann man nämlich wirklich so vermarkten, finde ich. Da wäre es wirklich toll gewesen, wenn es ja, einfach bessere Ketten gäbe bei dem Bausatz. Segmentketten zum Beispiel. Es müssen ja nicht mal Einzelgliederketten sein. Und Iteleri ist in der Lage, das zu designen. Das haben sie bei anderen Bausätzen ja auch schon bewiesen. Ja, also schon ein bisschen eine Frechheit. Aber so ist es eben. Und was natürlich noch dazu kommt, nicht mit normalem Plastikkleber kleben und auf der Verpackung steht drauf, man kann es schon kleben. Also entscheidet euch mal. Also ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum sie 2 Kettensets reinmachen, dass wenn man es einmal verkackt, dass man dann noch ein zweites Set hat. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall keine guten Ketten. Fotoedge-Teile haben wir auch ein paar beinhaltet. Steht auf der Verpackung ganz groß drauf mit Fotoedge-Teilen. Wenn man dann aber sieht, was man da tatsächlich bekommt, ist es doch eher dürftig. Hier so einige, was auch immer das sein soll, Kleinteile, sage ich mal. Und hier die Nummerntafeln. Die allerdings sind sehr schön und das ist auch bei italienischen Fahrzeugen ziemlich wichtig, weil da eben die so geprägt waren. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Detail. Also nur so ein flaches Abziehbild reicht eigentlich nicht bei diesen Fahrzeugen. Deswegen, ja, in dem Rahmen macht es auf jeden Fall jede Menge Sinn. Ja, ansonsten, ja, nichts Weltbewegendes. Bräuchten sie eigentlich nicht groß draufschreiben, meiner Meinung nach. Dafür ist der Abziehbilderbogen etwas reichhaltiger. Hier bekommen wir jede Menge Balkenkreuze, diese Einheiten, Symbole, Nummerntafeln und so weiter. Sind schön gedruckt, kein Versatz zu sehen. Trägerfilm ist ja auch relativ klein, wie man sehen kann. Also das ist schon in Ordnung. Und die Abziehbilder von Iteleri haben mich eigentlich bisher noch nie so richtig im Stich gelassen. Also von dem her sollte sich damit gut arbeiten lassen. Also ja, sind jetzt auch nicht super dick oder super dünn. Ja, sage ich mal, ganz normale, funktionierende Abziehbilder, mit denen wir arbeiten können. Gut, was soll man jetzt davon halten? Der Bausatz hat so seine Stärken. Zum einen ist es einfach ein Fahrzeug, was vorher jetzt als Plastikbausatz nicht verfügbar war, schließt also eine meines Erachtens wichtige Lücke. Die
neuen Bauteile, die ungefähr die Hälfte des Bausatzes ausmachen, sind schön gemacht. Auch einige der alten Bauteile sind eigentlich ganz okay, also die ganzen Fahrwerksteile sind schön. Was mich halt stört, sind die Ketten in erster Linie und das Hauptgeschütz, diese Hauptbitze. Das sind zwei so Sachen, die das ganze Modell wirklich gehörig runterziehen. Also da muss man auf jeden Fall was machen, wenn man es halbwegs ernst meint mit dem Bausatz. Das ist wirklich sehr schade, vor allem deshalb, weil ja Iteleri schon neue Teile dafür designt hat und entworfen hat und da mit reingepackt hat. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu verstehen, warum sie nicht die zwei wirklich wichtigen Komponenten nicht auch noch angegangen sind und das überarbeitet haben. Ja, das ist wirklich schade und man muss einfach diese beiden Punkte auf jeden Fall irgendwie angehen, wenn man das Modell bauen möchte und es halbwegs ernst meint damit. Ketten werde ich zum Beispiel hier welche verwenden von Masterclub, gibt auch welche von Friul, aber die sind ja mittlerweile ein bisschen schwierig aufzutreiben, was sehr schade ist. Und was das Geschützrohr betrifft, habe ich hier von Aber ein Rohr. Alurohr mit der Mündungsbremse aus Messing ist auf jeden Fall auch ein Muss. Und ja, wenn es dann um den Verschluss oder den inneren Bereich der Haubitze geht, das muss man sich auch noch mal ein bisschen anschauen. Da ist eventuell auch noch zusätzliche Arbeit notwendig. Muss man vielleicht ein bisschen auch was mit Sketch oder so machen. Eventuell, um das wirklich auf den Standard zu heben, der einfach ja, der heutigen Zeit entspricht. Also ihr merkt schon, ich habe da ziemlich gemischte Gefühle. Mir kommt natürlich zugute, dass ich das Fahrzeug in der Variante halt bauen möchte. Und da ist es mir dann auch relativ egal, wenn es dann nur einen Bausatz gibt, der halt nicht das Nonplusultra ist. Damit komme ich irgendwie klar. Aber ja, ich möchte halt nicht, dass Leute dazu verleitet werden, nur weil sie hier nur Molds lesen, dass sie dann denken, das ist ein neuer Bausatz. Das stimmt halt nicht so ganz. Und ja, die alten Probleme des alten Bausatzes sind nach wie vor da beinhaltet. Preislich liegt der Bausatz hierzulande ungefähr bei 32 Euro. Das ist relativ viel, entspricht aber ja, der allgemeinen Preispolitik, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt bei anderen Herstellern schaut, aber auch bei Iteleri selber, die haben zum Beispiel letztes Jahr auch den Crusader wieder rausgebracht, in einem ähnlichen Preissegment. Da sind keine neuen Teile dabei, dafür aber immerhin ein paar Figuren von Masterbox. Und dann ist das Ganze wieder etwas interessanter, finde ich. Hier haben wir halt nur die alten schimmligen Figuren aus den 70er Jahren dabei, die braucht man wirklich nicht berücksichtigen. Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, wenn Iteleri hier auch noch etwas höherwertigere Figuren dazu gepackt hätte. So würde ich mal sagen, ist der Preis hart an der Schmerzgrenze für das Gebotene. Ja, wie gesagt, das Modell ist wirklich nur was für die Liebhaber. Eben genau diese Variante. Alle anderen brauchen sich damit, glaube ich, nicht wirklich befassen. Alles klar, soviel zu dem Bausatz. Ich hoffe, ihr fandet meine Bausatzbesprechung interessant und hilfreich. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.